So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Nun, wo eigentlich ganz schön passend. Flies so fast. Before you know it, Lanterite's almost here again. The people of Liyue must have already started preparing for the most important festival of the year, right? Hopefully Paimon will be able to check out tons of great food again this year. Anyway, let's go to Liyue Harbor and see what's up. Genau, wie ich es gerade sagen wollte, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo jetzt mal wieder das Laternenfest, das Laternenritual von Liyue mal wieder so starten wird. Eigentlich wollte ich jetzt, auch noch ein paar neue, Urgesteine, einsammeln. Dann, auch den Alephan-Banner vielleicht mal benutzen. Aber so wie es aussieht, starten wir dann doch, in die neue Version hinein, indem wir jetzt, sofort mal sehen, wie die Vorbereitungen zum nächsten Laternenritual denn so laufen. Ansonsten, ja. Alephan kann ich ja, so oder so nochmal ausprobieren zu ziehen. Dann müssen wir sowieso noch in dieser Version ein neues Gebiet erkunden, einen neuen Legendenauftrag erledigen und mal sehen, was für lange Weltaufträge und Nebenquests wir, im neuen Teil der Wüste vielleicht zu Gesicht bekommen. Aber jetzt, wie schon gesagt, Laternenritual ist am Start seit dem 19. Januar 2023, das dritte Laternenritual hier in Genshin Impact. Paimon, weiter im Text. Huh? Li, what a pleasant surprise meeting you here! Oh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Ja, insgesamt läuft es gut. Setbacks are inevitable over the course of a long journey. If you wish to share what's troubling you, allow me to lend my ear. There is no need to shoulder all burdens by yourself. Danke euch, Li. You are too kind. So, Li, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Qingce village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? Wait, Paimon knows! Because Li prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. Ich fange bereits an zu sabbern. Oh, you're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Ja, offensichtlich. Why, I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Ugh, let's go, Traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore.
Gut, gehen wir gleich. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has gotta get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. The streets of Liyue will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. Verstehe. We're heading out. Enjoy your walk, Young Lee. Take care now, you two. Also gut, also gut. Auf der Suche nach der geheimnisvollen Melodie. Nacht des kristallklaren Saitenklangs. Möge dann jetzt also beginnen. Und ja. Ach ja, das Laternenritual von Liyue. Das sagt wirklich ein immer sehr schönes Ereignis. Besonders dann sagt auch, wenn wieder mal so viele Laternen gen Himmel steigen. Tja. Wunderbar. Wieder mal, sagt auch eine große Laterne da im Hafen platziert. Mal sehen, was wir dieses Jahr alles so machen werden. Aber zuvor natürlich sammeln wir jetzt erstmal das Urgestein ein. Ein bisschen Entschädigung, Routinewartung. Okay, alles einsammeln. 600 neues Urgestein. Und dann, auch wenn wir jetzt, sagt noch nichts dergleichen mit ihm jetzt tun werden. Nacht des kristallklaren Saitenklangs, 17 Tage Zeit. Möge das Glück dir hold sein. Mal wieder eine Einlog-Belohnung für 14 Tage. Vertreter mahnender Worte. Alephem. Was für Materialien hat er jetzt hier? Sandfettpuppe. In der Wüste Sumeru zu finden. Empfohlen im Venus-Tunnel zu finden. Eine trockene Hülle, die man im Fortpflanzungsgebiet der Treibsandaale in der Wüste finden kann. Ja, Treibsandaale sind jetzt auch neue Kreaturen und Monster, die in der neuen Wüste zu finden sind. Das wiederum ist hier sein Legendenauftrag. Die Wüste von Hadramaves ist wiederum das Gebiet, wo die Wüstenaale sind. Und der Herr der Wüste, ja, ist auch ein neues Gebietsmonster. Sehr viel Ähnlichkeit mit Haftwat, der Wurm, hat er jetzt eigentlich doch noch nicht. Wie ursprünglich angenommen durch die Leaks. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt viele Materialien dabei. Wir haben außerdem ja auch noch hier die Möglichkeit, einen neuen Dendro-Charakter zu kriegen. Den man allerdings natürlich auch kriegen kann durch das Laternenritual. Aber sei es drum, aktivieren wir das Gebet. Das müsste auf jeden Fall ein 4-Sterne-Charakter sein. Jo, Yaoyao. Ein neuer Dendro-Charakter. Naja, 4-Sterne-Dendro-Charakter. So genau muss man auf alle Fälle sein. Tja, so genau muss man auf alle Fälle sein. Das ist jetzt auch wieder 4 Sterne. Ja, eine zweite Yaoyao. Na, ob wir gleich das Triple voll machen werden. Ein bisschen übertrieben, aber ja, wir haben das Triple jetzt voll gekriegt. Das war jetzt unsere dritte Yaoyao. Mal sehen, kriegen wir noch irgendwas vom Händler? Ja, eine Kleinigkeit hatten wir vom Händler jetzt noch gekriegt.
Und das war jetzt, er sagt, ein Versehen hier gewesen. Wieder 4 Sterne. Das Schwert hatten wir allerdings schon lange nicht mehr gezogen gekriegt. Und wieder mal 4 Sterne. Tja, und jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten, bis wir die nötige Anzahl an Urgestein wieder haben. Steller Fortuna von Yaoyao. Tja, da haben wir jetzt wirklich schon einiges gekriegt. Na gut, sie wird dann sowieso auch noch irgendwann jetzt hier in diesem Laternenritual sicherlich auch noch einen Auftritt haben. So, Drachenschreck hatte sie wiederum, er sagt ja auch, im Trailer gehabt. Also werden wir Drachenschreck jetzt sowieso, er sagt, auch mal drinne haben. Tja, ein paar Materialien zum Weiterstufen haben wir, er sagt auch. Tja, das können wir eigentlich jetzt immer weiter aufstufen. Es ist ja generell ja sowieso auch eine recht, naja, eine Anfangswaffe, kann man ja so sagen. Okay, aber jetzt können wir leider nicht sehr viel mehr auf die Reihe kriegen. Ansonsten ihr Sternbild. Punkt 1 und Punkt 2 aktiviert. Naja, und generell eine dritte Version von ihr kriegen wir ja sowieso auch noch. Ihre Aufstiegsmaterialien sind ja auch nicht gerade so weltbewegend. Muss man ja eigentlich auch sagen. Ein paar Pepperoni. Dann vielleicht ein paar Dendro... Ah, warte mal, das ist neu. Ranke der Auslöschung. Kriegt man von Dendro-Hypostasen. Okay, gegen die habe ich bis jetzt, noch nicht... Naja, bloß im Event mal gekämpft. Mehr war da jetzt leider noch nicht drinne. Aber sei es drum. Jetzt erst einmal reisen wir mal geschwind... Warte mal, wieso ist der Auftrag nicht aktiviert? Auf der Suche nach der geheimnisvollen Melodie aktivieren. So, jetzt aber. Auf geht's zum Chinxerdorf. Suchen wir also nun die extra frischen Bambussprossen. Des Weiteren wurden auch schon nach Dea und Mika ja auch schon mal geleakt. Die dann wiederum die nächsten Charaktere sein werden, die erscheinen werden. Daher wird dann wahrscheinlich dann auch Mika der erste Bamboo shoot, nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. Na gut, dann sammeln wir sie mal ein. Außerdem, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ah ja, außerdem müsste dann Mika theoretisch dann auch der erste wirkliche 4-Sterne-Katalysator-Charakter sein. Vom Eiselement. These should be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that?
Huch. Someone's calling for help. It's coming from over there. Und Yaoyao kommt dann jetzt auch schon mal vor. Eine kleine Gestalt rettet den Ertrinkenden. Das ging jetzt ziemlich schnell. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, everyone. My name is Yaoyao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. Hallo zusammen. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery. And before long, I was completely lost. Ach ja, am heutigen Tage, dem 19. Januar, habe ich übrigens auch schon im Internet ein geleaktes Bild zum Fontaine, also vom Hydro-Arkon gesehen. Wenn es wirklich das wirklich richtige Bild war, muss ich sagen, sie sieht nicht schlecht aus. Und anscheinend haben wohl viele Leute aus Fontaine ein Faible für Zylinder. Sie hatte auch einen Zylinder auf. Just now I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yaoyao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon. You're welcome. Ihr genießt köstlichen Knusperlotus. So tasty. If only there were more. Du hast doch am meisten gegessen. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Den Titel Regenbogentour haben wir auch schon mal gehört. Wann war denn das jetzt? Jahr 2021? Ja, das Jahr 2021, wo da dieses Labyrinth-Event in Inazuma ja war. Mhm. Daran wollte eigentlich... wie hieß sie jetzt eigentlich noch? Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen. Aber auf jeden Fall wollte da eine Bekannte von uns sowieso auch dran teilnehmen. An der Regenbogentour sollte in Inazuma stattfinden, fand da allerdings nicht statt. Und stattdessen haben wir dann ein Event gemacht, wo dann am Ende auch der Graf
Jagdscheide mit dabei war. Iridescence Tour? Daran erinnere ich mich. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately. Dabei haben wir sie doch vorhin auch noch aus dem Banner gezogen. Xingqiao? Xingqian? Ich glaube, Xingqian war es doch, oder? It's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow. Eine besondere Legende. Oder du weißt, es geht eine wahre Geschichte. Exactly. It may just be a legend to others, but for me, it's a real part of my family history. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day, but then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate.
A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Und dieser Ort befindet sich wirklich in Liyue? Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yaoyao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over more of, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of mora on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. Das klingt nach einer guten Idee. Und wenn sich das Ganze sowieso hier in Liyue zugetragen haben sollte, dann kann es auf jeden Fall sein, dass eine Kranichdame sicherlich war. But you've already helped me so much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? Stimmt, lasst uns gehen. All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. Na gut, nächster Halt. Die Terrasse. Geht zurück nach Liyue. Und ja, jetzt müssen wir doch mal kurz nachschauen. Xinjiang. Na gut. Oh. Sieh mal an. Damit haben wir jetzt auch ihr komplettes Sternbild voll. Unerwartet. Aber unerwartet gut. Okay, Jan-Face Sternbild ist ja quasi auch fast voll. Und stimmt, hier einiges einzusammeln haben wir jetzt ja auch noch. Auch wenn das Ganze nicht so viel bringt. So kann man wenigstens einen kleinen Versuch mal starten. Tja, Versuch macht immer einen klug. Vielleicht machen wir da jetzt auch mal was anderes. Vielleicht kriegen wir ja noch einen anderen 5-Sterne-Charakter hier raus. Tainari wurde ja sowieso auch irgendwie zum Standard-Banner hier hinzugefügt. Wenn ich mich eigentlich recht entsinne.
Ja, Tainari gehört also auch zu den Standard-Charakteren des, naja, Wanderlust-Banners. Bedeutet aber nicht, dass wir ihn jetzt kriegen. Nein, stattdessen haben wir jetzt, sag mal wieder, das Übliche hier gekriegt. Ein Bogen. Als hätten wir davon sagt nicht schon genügend. Okay, das Teil hatten wir in diesem Part schon gekriegt. Tja, und mehr Material war jetzt da leider jetzt auch nicht drin. Aber gut. Verwobenes Schicksal mal 3. Mal sehen, ob wir jetzt, nochmal Glück haben. Und vielleicht doch noch unseren 5-Sterne-Charakter kriegen. Nein, aber wir haben jetzt so im Großen und Ganzen schon fast Yaoyao komplett. Ja, ihr Sternbild ist jetzt schon fast komplett. Hätte eigentlich auch nicht erwartet, dass es jetzt so schnell, schon geht. Okay, doch nicht so ganz komplett. Aber ich denke mal, in der Version 3.4 müssten wir es hinkriegen können. Wir werden sowieso noch ein paar Mal den Banner benutzen. Und ja. Mal sehen. Ich könnte es mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass sie noch in dieser Version voll gemacht wird.